Hallo Leute und willkommen zurück zu Java. Ja, letztes Mal haben wir hier ein bisschen was zur Objektorientierung gemacht, nochmal ein paar weiterführende Videos und genau da werde ich jetzt dran anknüpfen. Ja, wir haben hier die Klassen Elefant, Hund und Tier. Ein Tier gibt aus Tier, ein Elefant gibt aus Türö und ein Hund gibt aus Wuff. So, und letztes Mal haben wir jetzt hier eben eine anonyme innere Klasse erstellt und einen Hund und einen Elefant in eine Liste reingeschmissen und das hier brauchen wir gerade aktuell nicht mehr. So, und haben dann einfach aufgerufen, dass die Tiere sich irgendwie bemerkbar machen. Okay, ja. Was ihr jetzt vielleicht noch nicht wusstet, ist, dass man diese Attribute hier auch überschreiben kann. Also wenn ich jetzt hier sage Tier.getI.Beine, dann wird immer die Anzahl an Beinen ausgegeben. Da muss ich natürlich dann auch noch ein Sysout davor schreiben. So. Und ja, ich zeige es euch gerade mal. Die haben natürlich alle standardmäßig noch null Beine, denn ja, wenn man nichts macht, ist es immer null. Sagen wir, der Hund geht auf, schlechtes Beispiel mit den Beinen, ähm, tja, geht auf 5 Beinen, ich zähle den Schwanz noch mit, und der Elefant geht auf 4 Beinen an, das passt jetzt gerade nicht, damit wir es unterscheiden können, was es jetzt ist. So, und wenn wir das jetzt hier ausgeben, dann haben wir immer noch null Beine. Und genau über diese Thematik möchte ich heute mit euch reden. Ja, ihr seht, also ich habe es schon richtig gemacht. Ihr habt hier überall 4 Beine bei den Elefanten, 5 beim Hund und null Beine beim Tier. Ich tue jetzt gerade mal hier noch was anderes reinmachen, damit ihr nicht denkt, dass es irgendwie Default ist. So, und jetzt kommt hier überall eins raus. Und das liegt daran, dass Attribute von Klassen statisch gebunden sind. Methoden sind dynamisch gebunden, Attribute sind statisch gebunden. Was bedeutet das? Ja, darum geht es eben heute. Also, ich zeige euch Folgendes. Wenn wir jetzt hier sagen, Tiere.getI, sagen wir mal hier oben, ich greife auf dieselbe Liste drauf zu und ich krall mir jetzt diesen Hund. Also ich sage Tiere.get 0 war der Hund. So, und ich weiß, dass das Ding ein Hund ist. Das heißt, ich caste den mal. Jetzt muss ich wegen den Klammern gucken. Hund, Tiere.getI, das sind die von get, das sind, da fehlt noch eine. So, ähm, und jetzt brauche ich hier hinten dran Beine. So, jetzt wird's spannend, weil wenn ich das jetzt ausgebe, dann hat der Hund plötzlich 5 Beine. Was ist jetzt passiert? Es ist dieselbe Liste, es ist genau dasselbe Tier, die Referenz ist sogar dieselbe, könnt ihr gerne überprüfen, aber hier unten kommt ein Bein raus, hier oben allerdings kommen 5 Beine raus. Das Problem ist, der Compiler hier weiß, dass der Hund, ähm, dass es ein Hund ist. Und ein Hund, wie wir hier sehen, hat 5 Beine. Also wenn man den Schwanz zumindest mitzählt, damit wir das Beispiel irgendwie laufen lassen können, habe ich jetzt mal hier 5 genommen. Wohingegen hier unten weiß der Compiler nicht, dass es ein Hund ist. Der weiß nur, dass das hier ein Tier ist. Und ein Tier denkt sich der Compiler, naja, ein Tier hat ein Bein, hast du ja hier oben gesagt. Was wir gemacht haben, wir haben hier in den Klassen, in den Unterklassen Elefant und Hund, haben wir Attribute überschrieben. Also ähnlich wie mit dem add_override, was wir hier für diese Mache dich bemerkbar gemacht haben, könnte man dieses add_override hierher setzen. Denn, also der Compiler, Eclipse akzeptiert hier nicht. Theoretisch haben wir genau das gemacht. Wir haben hier dieses Attribut, was wir hier haben, haben wir überschrieben. Das Problem ist, dass Attribute, wie gesagt, schon statisch gebunden sind. Das heißt, sie sind für die Klasse wirklich dabei. Also wenn wir eine Methode aufrufen, dann entscheidet der Compiler automatisch, also zumindest in Java ist das so und in C und in ja, C nicht unbedingt, aber C++ ist es auch so. Der Compiler sagt hier, okay, das ist ein Hund, denn wir haben es ja hier explizit zu einem Hund gecastet und wir holen uns jetzt die Anzahl an Beinen. Und ja, die sind für einen Hund fest. Aber hier unten, weil wir hier eben statisch eben gebunden haben, wissen wir, dass ein Tier ein Bein hat und deswegen automatisch mal ähm, wird hier eins ausgegeben. Und da müsst ihr immer aufpassen, dass ihr, wenn ihr hier auf Attribute oder sowas drauf zugreift, dass ihr dann wirklich statisch gebunden seid. Das heißt, ihr gebt dann wirklich aus, was in der Klasse drin steht.
Also, wenn es ein Tier ist, dann gebt ihr das vom Tier aus. Und wenn ihr es hier irgendwie überschrieben habt, aus Versehen vielleicht nur, also ihr denkt euch vielleicht, wie kann man so blöd sein? Und ja, hier macht man solchen Mist und definiert sich irgendwelche Attribute neu. Das kann mal passieren, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, was euer Kollege da gerade programmiert hat, und ihr nicht jeden Source Code von ihm durchlesen wollt, weil ihr von 5 Klassen erbt vielleicht, was weiß ich. Und dann wollt ihr hier halt eine Variable definieren und nennt die halt zufällig gleich wie euer Kollege da. Und dann kann es mal passieren, dass die gleich heißen. Was man dagegen tun kann, ist folgendes. Also wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr auf diese Beine hier zugreifen wollt, schreibt euch hier eine Methode und schreibt die auch hier rein am besten. Schreibt euch, ach, wir sind ja hier eher abstrakt, wobei ich sollte das nicht unbedingt abstrakt machen in dem Fall. Schreibt euch eine Methode getBeine, die natürlich nicht void ist, sondern ein Integer zurückgibt. Und returnt hier einfach Beine. Was dann passiert, ist folgendes. Ihr erbt automatisch diese Methode in euren Unterklassen. Das heißt, hier in Hund und in Elefant habt ihr diese Methode getBeine auch wenn ihr sie nicht explizit hier reingeschrieben habt. Das ist ja Vererbung, logischerweise kennt ihr ja alles. Und wenn ihr jetzt hier die Methode getBeine aufruft, ich mache das hier mal wieder raus, wir wissen, dass da 5 rauskommt. Wenn ihr jetzt hier getBeine aufruft, kommt zwar immer noch das hier raus, weil der Compiler explizit this auf vorne dran schreibt. Wenn wir jetzt hier aber diese Methode tatsächlich hier auch überschreiben, also wir greifen immer noch auf dieses Attribut von der Tierklasse drauf zu. Wir können hier implizit vorne dran this.beine schreiben. Das Problem ist, this ist immer also der Typ der Klasse. Das heißt, this ist in diesem Fall Tier. Und ihr wisst, Tiere haben immer ein Bein. Egal, was wir gerade hier machen. Egal, ob es eigentlich ein Hund oder ein Elefant ist oder diese anonyme Katze, die wir hier kreiert haben. Ein Tier hat immer genau ein Bein in diesem Fall. Denn ja, wir sind halt hier in diesem this. Also das this ist immer ein Tier, also wirklich die Oberklasse Tier, und liefert uns auch immer genau diesen Parameter hier zurück. Wenn ihr jetzt aber aus Versehen vielleicht das überschrieben habt, dann könnt ihr hier das ganz einfach überschreiben. Ihr schreibt hier genau dasselbe hin, was wir drüben gemacht haben. Ihr kopiert euch einfach diese Methode am besten und kopiert sie hier rein und kopiert sie in den Elefanten rein. So, und wenn wir die jetzt ausführen, dann kommt hier auf einmal 5 und 4 raus. Denn bei Methoden kann sich der Compiler automatisch entscheiden, ob er jetzt ob er jetzt diese Tiermethode hier aufruft oder ob er die getBeine-Methode von dem Hund oder vom Elefanten aufruft. Denn das ist ja wieder dynamisch gebunden. Wir wissen automatisch, also zur Laufzeit wissen wir es zumindest mal, was wir hier für ein Tier haben, ob ein Hund oder ein Elefant. Und dann wird automatisch entschieden, wir nehmen alle Methoden aus Elefant oder wir nehmen alle Methoden aus Hund, je nachdem, was wir für eine Klasse haben. Wir nehmen nur die Methoden aus Tier, wenn sie nicht in der Unterklasse überschrieben sind. Das funktioniert zwar nur mit Methoden, aber es ist halt so. Und wenn ihr dann die getBeine-Methode aufruft, dann liefert euch diese getBeine-Methode vom Hund, da this ein Hund ist, also es wird ja automatisch dann entschieden, wenn ihr in der Liste einen Hund drin habt, dann wird diese Methode aufgerufen. Und nicht diese hier, denn die habt ihr ja überschrieben. Also getBeine ist diese Methode hier beim Hund, also bei dem ersten Eintrag, also beim 0. Eintrag eigentlich. Und this ist dann vom Typ Hund, weil this ist ja immer innerhalb der Klasse genau die Klasse, also vom Typ der Klasse. Also in diesem Fall Hund, in dem Fall hier ist es this ein Elefant und in diesem Fall ist this ein Tier. So, wenn wir jetzt aber hier in dieser Klasse drin sind, dann liefert uns dieses this, also vom Typ Hund, liefert uns, wenn wir auf Beine zugreifen, 5 zurück. Diese 5 da oben. Und wenn wir in Elefant drin sind, eben analog diese 4 hier. Und dann wird hier automatisch entschieden, was wir haben wollen. Ja, ist ein bisschen umständlich, also passt mit Attributen auf, die ihr überschreibt. Aber wenn ihr hier irgendwelche Methoden benutzt, dann wird es automatisch ausgewählt, was ihr haben wollt. Also ihr müsst tatsächlich auch hier diese Methode überschreiben, denn wenn ihr sie nicht überschreibt, dann sind wir hier automatisch mit dem this-Pointer, auch wenn wir so machen, packt der Compiler automatisch ein this vorne dran. Und dann denkt er, dass wir hier ein Tier haben und ein Tier hat logischerweise nur ein Bein für ihn. Und wenn wir
Wenn wir das nicht überschreiben, dann kommen wir auch gar nicht in die Unterklassen. Okay, ja, harter Stoff heute. Ich habe eure Köpfe höchstwahrscheinlich zum Qualm gebracht. Schaut euch das Video vielleicht 2 oder 3 Mal an. Und wenn ihr dann immer noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt verstanden, was ich rüberbringen wollte und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.